Hallo und herzlich willkommen auf Epic Shooting Basics mit Rosi, der richtige Stand. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Wir sind hier auf jeden Fall auf dem richtigen Stand, außer dass es kalt ist. Aber man muss natürlich auch noch mal beachten, der richtige Stand, die Fußposition beim Pistole schießen. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema. Rosi, ich würde sagen, da schnappst du dir mal den Tim und ich bin mal raus. Okay. Gut, viel Spaß euch. Gut, der richtige Stand ist so eine Sache. Wir machen jetzt den richtigen Anschlag im Stehen, beidhändig. Es gibt auch den richtigen Stand einhändig. Wir machen nur isoliert jetzt beidhändigen Anschlag. So, stell dich mal ganz normal hin, was du jetzt denkst. Nimm deine Pistole in die Hand und ziel. Gut, da ist schon eine Menge richtig. Wir denken dran, sind die Arme ganz gestreckt oder ein bisschen eingezogen, beides ist richtig. Hast du jetzt arretiert die Arme? Hast du durchgedrückt? Ja. Ne? Richtig wäre auch so ein bisschen anzuziehen, ein bisschen beweglicher. Einige können damit gut arbeiten, einige nicht. Einfacher zu schießen ist Ellbogen richtig strecken, gespannt. Dein Griff ist richtig, deine Arme sind gestreckt, dein Oberkörper ist nach vorne gebeugt. Du stehst jetzt am Anfang sehr gut mit beiden Füßen nach vorne. Die Hände sind annähernd auf gleicher Höhe, das heißt, deine Füße sind auch annähernd auf einer Höhe. Du könntest sogar den rechten Fuß einen Ticken nach vorne nehmen, ne, dass sie auf einer Linie sind. Guck mal nach unten. Ne, das kannst du so machen. Wenn du jetzt so zielst, das Gewicht ist am Vorderfuß. Gut. Was können wir jetzt noch machen? Wir könnten jetzt noch mal uns überlegen, deinen Griff verändern. Und zwar, was denkst du, wie hast du den Griff? Von oben zu, unten zu, Mitte zu? Oben zu. Oben zu. Das heißt, du hast jetzt deine Ellbogen eingedreht. Wenn du die so eindrehst, hast du deine Waffe oben geschlossen. Wenn du sie unten arretieren müsst, nimmst du einfach die Ellbogen nach unten. Und wenn du in der Mitte, ich schieße in der Mitte, ich habe die Ellbogen in der Mitte. Das heißt, ich habe einen gleichmäßigen Druck. Alles kann richtig sein. Ergebnis ist bei dir, wie schnell und präzise du schießt. Das kannst du davon abhängig machen. Spiel mal ein bisschen, oben zusammendrücken, unten zusammendrücken, Mitte. Gut, dann können wir noch an den Schultern was machen. Vom Kopf her kannst du die Schultern hochnehmen. Vom Kopf her ist das dann so, ich will meinen Gehörschutz hochdrücken. Viele schießen hervorragend so. Nimm mal die Schultern richtig extrem nach oben. Gut. Für einige ist das perfekt. Schießtechnisch hast du ein super Gestell. Der Nachteil ist so ein bisschen, dein Kopf ist unbeweglich. Das heißt, wenn du jetzt nach rechts, links umschauen musst, mach mal, ist das recht schwierig, an der Schulter vorbeizuschauen. Es ist nicht verkehrt, es kann dein Weg sein. Nimm mal die Schultern extrem runter. Aber trotzdem Arme strecken. So. Für einige ist das super entspannt, sie können alles, der Kopf ist beweglich, alles kann ich machen. Für einige ist das richtig anstrengend, die Schultern runterzunehmen. Und dann gibt es noch die Mittelstellung. Und nochmal, alles kann richtig sein. Du musst für dich selber herausfinden, du musst immer ausreichend bequem, ausreichend stabil, ausreichend, es reicht alles ausreichend. Gut. Wenn du das jetzt hast, geht es noch so ein bisschen um der Rücken, das sieht gut aus. Gut, Augen-Gehörschutz. Fertig laden. Die Ziele bewegen sich nicht doll. Du nimmst das mittlere Ziel und schießt 5-mal hintereinander, Rhythmus ungefähr eine Sekunde. Bam, 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 bam. 5-mal hintereinander. Okay. Position 3. Okay. Du hast gleich Feuer frei. Du versuchst das jetzt einzuhalten, deinen richtigen Griff. Und wir schauen mal, was sich hier hinten bewegt. Ob dein ganzer Körper sich bewegt. Wenn er sich bewegt, stehst du gar nicht am Vorderfuß. Ne? So. Du hast Feuer frei. 5 Schuss. Kornscharf. Gut, wieder einziehen. Du bist einmal, ganz zum Schluss, hast du die Spannung verloren im Körper. Ne? Versuch die Spannung zu halten, Luft anhalten, Bauch, Rücken anspannen und dann das ansonsten gleich lassen. Nochmal, 5 Schuss feuerfrei.
Gut. Das war schon ein gutes Ergebnis. Ich denke mal, du hast auch jedes Mal getroffen. Hoffe ich mal. Ich habe gar nicht hingeschaut. Ich schaue nur auf deinen Körper. Jetzt machst du mal eine Sache anders. Beug dich mal ein bisschen übertrieben nach vorne. Okay. Bisschen wieder mobil bleiben. Einknicken. Auf den Vorderfuß. Und nochmal. 5 Schuss feuerfrei. Gott. Hast du wirklich den Bauch angespannt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, der war nicht mit im Programm. Ja. Nein, war nicht im Programm. Jetzt machst du nochmal so wie eben, übertrieben nach vorne und trotzdem anspannen. Na? Luft anhalten. Ha! Und dann ziehst du deine 5 Schuss durch. Okay. Fertig? Feuerfrei. Ha! Gut, Holstern. Was sagst du vom Gefühl? Das letzte war jetzt das Beste vom Gefühl her, so von der Körperspannung. Wenn du selber das Video siehst, wirst du auch sehen, wo die Unterschiede sind. Deswegen mache ich auch beim Training sehr viel mit Videos. Na, wenn ich sehe, dass irgendeiner einen großen Fehler hat, ne, auch wenn ich es anspreche, es ist immer toll, wenn man dann sieht, guck mal hier, ne, da hast du es so gemacht, guck dir mal deinen Rücken an, guck dir deine Schultern an. Beim letzten Mal wirst du sehen, da geht noch ein bisschen, aber du bist schon auf 95%. Ne? Für dich jetzt, wenn du jetzt dynamisch schießt, denk ein bisschen dran, Bauch anspannen und dann wird alles gut. Entladen, sickert, herstellen. Okay. Super. Ja. War schön, das mal auch von der Seite zu sehen. Ich stand ja quasi neben der Kamera und konnte jetzt auch genau sehen, was beim Tim passiert ist. Ich habe tatsächlich auch nicht auf die Treffer geschaut, aber da hat man es schon deutlich gesehen. Also aus deiner Sicht relativ einfach auch die Sachen zu beheben. Ne? Es ist einfacher, als wenn man selber an sich runterguckt. Das stimmt. Aber was entscheidend ist, man muss gar nicht so viel richtig machen. Es ist nicht viel. Ja. Ne? Man denkt an den Bodendruck und am Vorderfuß. So, wenn ich den einhalte, dann kann ich viel leichter den Rückstoß auffangen. Und bei Tim war es sehr schön zu sehen, wirst du auch sehen, wie weit hat sich der Rücken nach hinten bewegt. Du hast dich ein bisschen nach vorne bewegt, das ist für viele Sportler, brauche ich nicht. In dem Augenblick, wo sie sich selber auf Video sehen und wie dann bei jedem Schuss das nach hinten geht. Ne? Ja. Wenn da mehr Material hinter ist, kann ich es leichter auffangen. Es sieht nicht so schön aus. Was wir im Verein oftmals haben beim sportlichen Schießen, Vereinsschießen, Präzision, was viele Leute, die stellen sich so hin, funktioniert super für einen Schuss, also du gehst halt sehr, also das ist schon fast so, dass du mit den Füßen wippst im Endeffekt, also es geht sehr viel in den Oberkörper, fängst du dann natürlich irgendwo mit der Wirbelsäule ab, ist dann natürlich aber, was weiß ich, bei BDS Klappscheiben zum Beispiel, funktioniert da nicht. Das ist dann einfach, du bist dann nicht schnell genug wieder unten und dann ist die Scheibe wieder weg. Aber nochmal, wir hatten im vorderen Video mal besprochen, wenn das nur darum geht zu treffen, das ist völlig egal. Das Einzige, wenn einer jetzt wirklich so schießt, der wird treffen. Warum soll er nicht treffen? Aber irgendwann, und das sehe ich immer wieder, schießen sie so und irgendwann wird der Rücken verspannen. Und wenn der Rücken verspannt, dann wird es halt nicht mehr leicht, präzise zu schießen. Das heißt, man muss auch zusehen, auch wenn ich nur treffe, stellt euch bequem hin vom ersten. Das ist anscheinend bequem, aber jeder, der ein bisschen länger so steht, wird feststellen, dass sich das hinten verspannt. Deswegen macht das Sinn, wenn ich nur treffen will, stellt euch gerade hin, gar nicht nach hinten beugen. Die Waffe ist ja nicht schwer, ist 1 Kilo. Dann halte ich das und schieße durch. Und wenn ich aber schnell schießen will, dann muss ich zusehen, wie ich irgendwie meinen Rückstoß unter Kontrolle kriege. Und da gibt es dann halt die Tricks auch nochmal, wie halte ich die Waffe, Schultern, aber vor allen Dingen Vorderfuß nach vorne beugen. Ich meine, was spreche ich hier groß? Jeder hat IPSC-Videos gesehen, jeder sieht moderne Filme, wo welche auch Schießausbilder die Schauspieler ausbilden. Ne, da machen sie es so. Also wir sehen die Praxis ja 1000-mal. Nur wir müssen sie halt umsetzen. Ja. Nee, ich denke, das ist alles super erklärt worden. Ich denke, für euch passt es auch. Und wenn es nicht gepasst hat oder irgendwelche Fragen noch offen sind, dann schreibt es in die Kommentare, schaut in die Videobeschreibung, Anfang, Ende des Videos ebenfalls. Da sind unsere Sponsoren aufgelistet, schaut bei denen mal vorbei, unterstützt die, denn sie unterstützen uns, dass das hier alles möglich gemacht wird. Und dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.